Spiegelgesetz. Warum andere Menschen dir immer auch etwas über dich selbst zeigen. Willkommen und schön, dass du da bist. Heute tauchen wir ein in ein Thema, das dein Leben verändern kann, wenn du bereit bist, dich darauf einzulassen. Es geht um das Spiegelgesetz, also darum, warum andere Menschen dir immer etwas über dich selbst zeigen. Bevor wir loslegen, denk daran, meinen Kanal zu abonnieren, zu teilen und auch weiterzuschauen, wenn dich das Thema interessiert. Denn heute wirst du Antworten bekommen, die dich überraschen, herausfordern und dir einen völlig neuen Blick auf dich selbst schenken können. Hast du dich schon einmal gefragt, warum dich manche Menschen sofort auf die Palme bringen, während du andere sofort magst und sie dich tief berühren? Warum wiederholen sich bestimmte Konflikte immer wieder, nur mit anderen Gesichtern? Der gleiche Chef, Freund oder Freundin oder Freunde. Genau das erklärt das Spiegelgesetz. Es besagt, alles, was du im Außen erlebst, ist auch ein Teil von dir. Andere Menschen sind wie ein Spiegel. Sie zeigen dir das, was in dir selbst liegt, manchmal bewusst, noch öfter allerdings unbewusst. Klingt vielleicht unbequem, doch darin steckt ein unglaublicher Schatz. Stell dir vor, du gehst durch dein Leben und jeder Mensch, dem du begegnest, hält dir einen Spiegel vor. Dein Partner, deine Kinder, deine Freunde, dein Chef, ja sogar der Kassierer im Supermarkt. Jeder zeigt dir auf irgendeine Weise deine eigenen inneren Muster. Und auch die sogenannten Launen, die du gerade an den Tag legst. Manche spiegeln dir deine Liebe, deine Freude und deine Talente. Andere wiederum spiegeln dir deine Ängste, deine Verletzungen oder deine ungelösten und unbewussten oder verdrängten Themen. Ein Beispiel aus dem Alltag. Du triffst eine Person, die dir ständig ins Wort fällt. Sofort fühlst du dich respektlos behandelt, vielleicht sogar wütend. Doch geh nicht darüber hinweg, denn das Spiegelgesetz lädt dich ein, jetzt hinzuschauen. Unterbrichst du vielleicht selbst andere, ohne es zu merken? Oder fühlst du dich innerlich unwürdig und klein, sodass es anderen leicht fällt, dich zu unterbrechen und dich die Unterbrechungen besonders hart treffen? In beiden Fällen liegt der Schlüssel in dir. Der andere Mensch ist nur der Spiegel, der dich auf dein eigenes Muster hinweist. Er drückt die Knöpfe, damit du endlich deine Themen anschauen kannst. Er stellt sich sozusagen zur Verfügung, in dieser Inkarnation dein Helfer zu sein. Das Spannende am Spiegelgesetz ist, dass es dir eine neue Macht über dein Leben gibt. Statt dich als armes Opfer äußerer Umstände zu sehen, alle sind so böse oder ungerecht zu mir, erkennst du, alles, was geschieht, hat etwas mit mir zu tun. Nicht im Sinne von Schuld, sondern im Sinne von Verantwortung. Wenn dich jemand triggert, dann nicht, um dich fertig zu machen, sondern um dir zu zeigen, wo du noch etwas bearbeiten darfst, damit es heilen kann. Manchmal spiegeln Menschen aber auch deine Größe. Vielleicht bewunderst du jemanden, der mutig seinen Weg geht. Dann ist das ein Hinweis. Auch in dir steckt dieser Mut, sonst würdest du ihn nicht im anderen erkennen. Trau dich, alles, was dich fasziniert, ist genauso ein Spiegel wie das, was dich aufregt. Das Leben ist wie ein gigantischer Spiegelpalast, in dem du dich selbst immer wieder neu entdecken kannst. Hier habe ich eine kleine Übung dazu. Denke an eine Person, die dich im Moment nervt oder immer wieder triggert. Setz dich hin, wenn du möchtest, nimm ein Blatt Papier und einen Stift dazu, falls du dir etwas notieren möchtest. Stell dir nun vor, dass du in einen Spiegel schaust. Denk an die Person. Frage dich, was genau macht mich so wütend? Und dann, wo in meinem Leben mache ich dasselbe? Oder, welche alte Verletzung berührt dieses Verhalten in mir? Wenn du das ehrlich betrachtest, wirst du Antworten finden, die dich weiterbringen. Schreib sie dir auf, es ist immer interessant, später nochmal drauf zu schauen, um zu sehen, was sich schon verbessert hat. Wenn du möchtest, ist hier noch eine kleine Meditation für dich. Schließe deine Augen. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Denke an eine Person, die dich gerade herausfordert. Sieh sie vor deinem inneren Auge und stell dir vor, dass sie dir einen Spiegel hinhält. Frage dich, was will mir dieser Spiegel zeigen? Wenn eine Idee kommt, dann atme in diese Erkenntnis hinein und lass alle Widerstände los. Spüre, wie sich etwas in dir entspannt, wenn du erkennst, dass es nicht gegen dich geht, sondern für dich. Vielleicht fragst du dich jetzt, muss ich mir dann alles gefallen lassen? Die Antwort lautet, natürlich nicht. Das wäre Opferverhalten. Spiegelgesetz heißt nicht, alles hinzunehmen, zu akzeptieren und zu ertragen. Es heißt, die Botschaft dahinter zu erkennen und dann ganz klare Grenzen zu setzen, wenn es nötig ist. Denn Selbstliebe gehört genauso dazu. Aber der erste Schritt ist, den Spiegel zu sehen, statt ihn zu zerbrechen. Oft sind es die Menschen, die uns am meisten nerven, die unsere größten Lehrer sind. Sie drücken genau die Knöpfe, die wir selbst nicht sehen wollen. Ein Kollege, der dich ständig kritisiert, zeigt dir vielleicht deine eigene Strenge mit dir selbst. Ein Partner, der unzuverlässig ist, spiegelt dir vielleicht deine Angst vor Verlassenwerden. Und ein Freund, der immer zu spät kommt, zeigt dir möglicherweise, dass du dir selbst keine Zeit schenkst.
Wenn du beginnst, das Spiegelgesetz in deinem Alltag anzuwenden, verändert sich alles. Plötzlich bist du nicht mehr hilflos den Launen anderer ausgeliefert. Du erkennst, alles, was mich berührt, hat etwas mit mir zu tun. Und das gibt dir eine Freiheit, die du nie zuvor hattest. Denn wenn das Problem in dir liegt, dann liegt auch die Lösung in dir. Das Spiegelgesetz lädt dich ein, neugierig auf dich selbst zu werden. Statt dich zu ärgern, kannst du lernen, die Botschaft dahinter zu erkennen. Ja, es braucht Mut, denn es bedeutet, Verantwortung für deine Gefühle zu übernehmen. Aber gleichzeitig schenkt es dir die größte Freiheit, die Freiheit, dich selbst zu erkennen und zu verändern. Am Ende wirst du feststellen, jeder Mensch, der dir begegnet, ist ein Geschenk. Selbst ganz schwierige Beziehungen tragen eine Botschaft für dich. Wenn du das erkennst, wandelst du Schmerz in Wachstum und Konflikt in Selbsterkenntnis. Probier es aus, nimm dir heute einen Moment und beobachte, wer dir begegnet. Frag dich, was spiegelt mir dieser Mensch? Und sei gespannt auf die Antworten. Danke, dass du heute dabei warst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, das Video teilst und auch das nächste Mal wieder einschaltest. Alles Gute für deinen Weg.